Heute werden wir uns gemeinsam einen Bericht anschauen, womit über einer der stärksten Volkswirtschaften Europas gesprochen wird, und das ist selbstverständlich Polen. Hier und da werde ich vielleicht auch einen kleinen Kritikpunkt aussprechen, aber das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich einmal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Mal zeige ich einen Reisebericht, mache Vergleiche zwischen Deutschland und Polen oder auch, so wie jetzt, schauen wir uns einfach mal gemeinsam einen Bericht an, wo über Polen gesprochen wird und ja, diskutieren einfach mal ein bisschen darüber. Falls dich solche Themen interessieren oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Wie schon gerade erwähnt, werden wir uns gleich gemeinsam einen Bericht anschauen, wo über den Wirtschaftswachstum von Polen gesprochen wird. Ich denke, für die meisten Leute ist das schon keine Neuigkeit mehr, aber ich denke, hier wird vielleicht auch noch das eine oder andere erklärt, wieso, weshalb und warum das so ist, wie es derzeit ist. Noch ein kleiner Hinweis: Wenn du irgendwelche Fragen haben solltest zum Thema Auswandern oder irgendwelche Anregungen, die vielleicht zu einem Video passen würden, kannst du mich sehr gerne über Instagram anschreiben. Mein Instagram-Name müsste jetzt hier oben aufgeleuchtet sein. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Starkes Wirtschaftswachstum, günstige Lohnkosten, hohe Produktivität. Polen konnte 2024 mit seiner wirtschaftlichen Performance überraschen. Eine Entwicklung, von der andere europäische Länder nur träumen können. Wie hat sich Polen in diese wirtschaftliche Pole Position gebracht? Innovativ, stabil und exportstark. Das alles ist Polen. Während der vergangenen Jahre hat sich das osteuropäische Land zu einem wirtschaftlichen Schwergewicht gemausert und ist... Oh, Mitteleuropa. Schon ein paar Mal im Video erwähnt, Polen ist nicht Osteuropa, sondern Mitteleuropa. Mittlerweile die sechstgrößte Volkswirtschaft Europas. Das ist nach den zahlreichen Krisen der letzten Jahre, Stichwort Ukraine, Energiekrise, Corona und Inflation, nicht selbstverständlich. Doch wie hat es das Land so gut aus der Krise geschafft? Polen hat einen wesentlichen Vorteil gegenüber vielen europäischen Ländern, und das ist Wachstum. Polen ist das Land mit dem höchsten kumulierten Wachstum innerhalb der Europäischen Union in den letzten 20 Jahren. Vor der Corona-Krise ist das Land jedes Jahr 5-6% gewachsen. Nach dem Krisenjahr 2023 wird ein Wachstum von über 3% bis 2027 vorausgesagt. Meine Frage jetzt an euch, weil hier ja erwähnt wurde, dass das Land in den letzten 20 Jahren wächst, also das passt ja mit dem EU-Beitritt von Polen. Denkt ihr, dass der starke Wachstum von Polen auch was mit dem EU-Beitritt zu tun hat? Also sprich, die Fördergelder, die aus dem EU-Topf kommen, habt ihr oder seid ihr der Meinung, dass das vielleicht miteinander zusammenhängt? Da würde mich eure Meinung wirklich sehr interessieren. Politische Herausforderungen wie die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben für Polen aber auch Chancen eröffnet. Mit dem Trend hin zu kürzeren Lieferketten und der Rückverlagerung von Produktionsprozessen nach Europa rückte das Land stärker in den Fokus. Polen punktet zudem mit niedrigen Steuern, niedrigen Lohnkosten und hoher Produktivität. Zum Thema Steuern muss man hier vielleicht eine ganz kleine Korrektur machen. Ja, mit Lohnsteuern ist Polen mit gut dabei. Also die Lohnsteuer in Polen, die ist, meine ich, zwischen 12 und 35%. Wenn es aber um die Mehrwertsteuer geht, die ist in Polen höher. Ne? Ich meine, in Deutschland sind es 19% Mehrwertsteuern, hier in Polen hast du 23%. Also im Prinzip für Firmen, ja, die investieren wollen hier in Polen, ist das wahrscheinlich die niedrigen Lohnkosten und die niedrigen Steuern ein Vorteil. Gleichzeitig hat das Land über die letzten Jahrzehnte massiv in Infrastrukturprojekte investiert und dabei die Vorteile des EU-Beitritts 2004 voll ausgenutzt. Polen ist seit 20 Jahren Mitglied der Europäischen Union und hat in dieser Zeit die meisten Mittel aus EU-Fonds bekommen, von allen zentral- und osteuropäischen Ländern. Das ist ja eben genau das, was ich gerade anschneiden wollte. Polen ist ja das Land, also jetzt nicht nur aus jetzt nicht nur aus Mittel- und Osteuropa. Im Allgemeinen hat Polen die meisten Fördermittel aller EU-Länder erhalten in den letzten 20 Jahren. Also seit 2004, seitdem Polen beigetreten ist, ist Polen das Land, was am meisten Geld gekriegt hat. Und deswegen war auch vorhin die Anspielung meine Frage, ob ihr denkt, dass der starke
starke Wachstum auch etwas damit zu tun hat, dass die am meisten Fördergelder kriegen. Hat bei diesen Fonds einen Ausnutzungsgrad von über 99% und hat diese Mittel auch sehr effektiv eingesetzt in Projekte in der Infrastruktur, ob das jetzt Autobahnen sind oder neue Eisenbahnstrecken. Das ist komplett richtig, ich stimme hier wirklich zu. Man sieht das auch hier in Polen. Also ich kann jetzt hier sehr viel von Łódź sprechen. Ich denke, einige Polen werden mir hier zustimmen oder sehr viele Polen, die, sage ich jetzt mal, die Łódź vor 15 Jahren oder 20 Jahren gesehen haben oder vielleicht sogar noch vor 10 Jahren. Und wie es jetzt aussieht, da hat sich sehr, sehr viel geändert und man muss auch sagen, dass sehr viel halt aus dem EU-Topf bezahlt wird. Ob es jetzt Straßen sind oder Parks, die erneuert werden. Die bauen hier komplett neue Parks hin, dass das alles schön aussieht. Straßen, auch Autobahnen, die natürlich auch neu gebaut werden, wenn man das jetzt mal zu Deutschland vergleicht, obwohl Deutschland meiner Meinung nach sehr gute Autobahnen hat, sehr schöne Autobahnen, aber teilweise sind die hier in Polen neuer, weil die halt neu gebaut wurden. Ne? Und das ist natürlich auch ein Vorteil und das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr attraktiv und das macht natürlich auch sehr attraktiv, muss man auch zugeben. Ne? Also ich finde, das ist ein Vorteil. Neue Kommunikationsinfrastruktur. Mit all diesen Mitteln, die Polen bekommen hat, hat man die Wirtschaft auf neue, kräftige Beine gestellt. Neben Infrastrukturprojekten hat Polen auch in andere strategische Bereiche investiert. So ist das Land nach China der zweitgrößte Exporteur von Lithium-Ionen-Batterien. Oh. Aber auch Innovation, Logistik und Transport spielen eine wichtige Rolle. Polen ist seit vielen Jahren ein Investitions-Hotspot für Firmen aus aller Welt. Jährlich werden ca. 26 Milliarden Euro in Polen investiert in den letzten Jahren in allen möglichen Bereichen, vor allen Dingen in der Industrie, in der Automobilfertigung, Metallverarbeitung, in der Möbelindustrie, aber auch im Dienstleistungssektor, wie zum Beispiel in Finanzdienstleistungen oder anderen IT-Sektoren. Hier wurde gerade die Möbelindustrie erwähnt und da könnt ihr das vielleicht auch mal schauen. Zum Beispiel, wenn ihr in Deutschland Möbel kauft, dann habt ihr sehr oft Made in Poland. Also wenn ihr zum Beispiel sowas, jetzt nicht Ikea, weil Ikea oder selbst auch Ikea wird wahrscheinlich sehr viel in Polen produzieren. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt mal sowas wie nach, ich weiß nicht, was gibt es in Deutschland, Poco, Zubrüggen oder sonst irgendwie sowas, schaut mal, da ist sehr oft Made in Polen. Und das Kuriose hier in Polen wiederum ist, wenn ihr in Polen zu einem Küchengeschäft geht, weil ich bin derzeit in so einer Situation, dass ich eine neue Küche kaufen möchte und da fragt man natürlich dann auch, was die für Angebote haben. Hier ist es wiederum umgekehrt, dass die sehr viel aus Deutschland transportieren. Also die bieten natürlich polnische Produkte sowie auch deutsche Produkte an, aber die bevorzugen deutsche Produkte, sagen die auch ganz klar. Das hat auch was mit der Qualität zu tun, das hat auch was mit dem Service zu tun, dass der deutsche Produzent teilweise schneller aus Deutschland arbeitet, wenn es zum Beispiel um Garantiearbeiten geht, wie zum Beispiel der polnische Produzent, der vielleicht 200 Kilometer nur von Łódź jetzt entfernt ist. Und das ist dann irgendwie so das Kuriose. Die Deutschen kaufen jetzt mal, sage ich mal, beim Möbeldiscounter in Anführungsstriche polnische Produkte. Und wenn du hier zu einem Küchenladen gehst, so nenne ich das jetzt einfach mal, werden sehr viele deutsche Produkte an erster Stelle angeboten. Teilweise habe ich auch Geschäfte gesehen, die nur mit deutschen Firmen hier zusammenarbeiten. Das ist schon irgendwie ein bisschen kurios. Selbstverständlich ist auch der Preis für deutsche Produzenten teurer, aber die Leute kaufen das trotzdem. Ganz wichtig ist natürlich auch Logistik und Transport. Polen hat sich zu einem Logistik-Hub für ganz Europa entwickelt. Ja, braucht man sich aber auch gar nicht wundern, ja, weil Polen ist ja, Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, aber ich muss da immer irgendetwas dazu sagen. Polen liegt ja auch, wenn man jetzt auf der Europakarte schaut, sehr, sehr gut. Ne? Also das ist ja wirklich Zentraleuropa und die liegen ja so gut, dass, ob die jetzt nach Skandinavien wollen, die haben einen Hafen, die kommen nach unten in die südlichen Länder, sage ich jetzt mal. Gut, westliche Länder sowieso haben die auch eine gute Verbindung, genauso wie in den östlichen Bereich, wo die damals auch noch mit Russland zusammengearbeitet haben. Super Autobahn, super Verbindungen. Also was willst du denn dann noch mehr? Also das wäre auch, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich gesehen von Firmen, die hier nicht investieren möchten. Natürlich kommt das jetzt auch darauf an, was produziert wird, aber es wäre natürlich nicht
schlau, hier nicht in Polen zu investieren. Und meiner Meinung nach ist das auch ein sehr, sehr, sehr starker Punkt, warum Polen so einen starken Wachstum hat. Und natürlich ist das auch so, dass dann sehr viele Firmen außerhalb Europa, gerade da, wo die Produktionskosten teurer sind, hier nach Polen kommen, was natürlich kann man jetzt vielleicht von beiden Seiten sehen. Im Endeffekt zum Beispiel schlecht ist vielleicht für die teureren Länder und gut für Polen, weil das schafft natürlich hier auch Arbeitsplätze. Ja, und ja, für die Wirtschaft ist das hier auch gut. Die wird hier angekurbelt. Ne? Ein weiterer entscheidender Faktor für die polnische Wirtschaft sind die hohen Ausgaben für Rüstung und Militär. Als NATO-Mitgliedsland grenzt Polen an die Ukraine, Belarus und die russische Enklave Kaliningrad. Fast 4% des Bruttoinlandsprodukts wurden im letzten Jahr für Rüstung ausgegeben. Das ist der höchste Prozentsatz in Europa. Richtig, ja. Polen hat auch ein relativ hohes Budgetdefizit von ca. 5%. Andererseits wiederum eine relativ niedrige Staatsverschuldung mit knapp 60%. Hier gibt es kleine Korrektur, ich meine, Polen hat eine Staatsverschuldung von ca. 50% und ich meine, Deutschland liegt bei ca. 60%. Könnt ihr mich sehr gerne korrigieren, falls ich da falsch liege. Also noch Spielraum. In Zukunft wird aber Polen auch als sich immer besser entwickelt habendes Land immer weniger Mittel aus den EU-Fonds bekommen. Aber aufgrund des anhaltenden Wachstums wird Polen auch diese Herausforderungen meistern. Definitiv. Polen zeigt eindrucksvoll, wie kluge wirtschaftliche Entscheidungen und die Mitgliedschaft in der EU ein Land transformieren können. Vom Sorgenkind der Vergangenheit hat es sich zu einem der wichtigsten wirtschaftlichen Player Europas entwickelt. Wenn dich dieses Video interessiert hat, dann schau dir auch die Beiträge links an. Ja, ich denke, das war's mit dem Video. Ein kurzer Beitrag, aber ein meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr interessanter Beitrag. Also wie gesagt, hier wird einmal ganz kurz und ich denke sehr kompakt auch erklärt, wie der Wirtschaftswachstum in Polen zustande gekommen ist. Aber eure Meinung dazu würde mich natürlich auch sehr, sehr, sehr interessieren. Ich bin der Meinung, die Gelder, die aus den EU-Töpfen kommen, das hat natürlich auch einen sehr großen Einfluss. Dadurch fließt hier auch Geld, dadurch haben die Möglichkeit, hier auch etwas aufzubauen. So wie ich auch schon gerade gesagt habe, das ist dann auch wesentlich attraktiver für die ein oder andere Firma. Und das ist natürlich mit auch eins der Gründe, warum dann Firmen sagen, auch warum nicht. Das ist ein super entwickeltes Land, also super weit entwickeltes Land, was ein großes Wachstumspotenzial noch hat. Und viele Firmen machen das dann natürlich auch, dass sie aus deren eigenen Ländern ihre Arbeit nach Polen rüber transportieren, was natürlich hier auch Arbeitsplätze schafft. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich an dieser ganzen Sache, aber die haben ja hier im Video erwähnt, dass Polen die 6. größte Volkswirtschaft Europas ist. Der kleine Nachteil an dieser ganzen Sache ist, es ist aber nicht so, dass hier die Löhne auch genauso hoch sind. Also da ist das genau umgekehrt. Also hier die Wirtschaft ist hier oben, aber die Löhne, ich glaube, Polen ist auf Platz 4 oder Platz 5. Wenn man jetzt von unten schaut, dann hast du hier vielleicht noch Rumänien, Bulgarien, ich glaube Griechenland und Ungarn. Das sind die Länder, wo du noch weniger verdienst. Ansonsten der Rest Europa verdient mehr. Und das ist dann für mich immer so ein bisschen kurios, wieso, weshalb, warum das so ist, dass ein Land, was so wirtschaftlich stark ist, was so wächst, warum hier die Löhne immer noch so niedrig sind. Ich muss sagen, ich bin auch natürlich kein Wirtschaftsexperte, aber ich denke, das wird auch mit einer der Gründe sein, und die werden auch die Löhne hier so niedrig halten, weil das auch mit einer der Gründe ist, warum Firmen überhaupt erstmal hier hinkommen, eben weil es hier auch eben so günstig ist. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!